So, jetzt mal der kurze Versuch eines Videoblogs aus Tokio, beziehungsweise eigentlich aus Japan, denn in Tokio bin ich nicht, ich bin etwas nördlich davon. Ich kann mal versuchen, ob man vielleicht hier sehen kann. Kann man nicht sehen. Ja, vielleicht durch die Stützen der Brücke hindurch kann man einen relativ hohen Turm sehen. Das ist der Sumida Skytree, die neue Antenne unter anderem für das digitale Fernsehen im Großraum Tokio. Und das ist ungefähr so die Gegend, wo, ja, man könnte sagen, der Innenstadtbereich Tokios anfängt. Also man sieht, das ist relativ weit weg. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu störend, weil es hier oben auf dem Deich doch ein bisschen windet. Ich bin hier nämlich, kann man hinter mir sehen, an dem Fluss, der relativ nah hinter unserem Haus vorbei fließt. Ja, bin jetzt gerade zum ersten Mal hier oben, schau mir das an. Heute im Wesentlichen mein dritter Tag. Ja, mein dritter Tag in Japan, nachdem ich am Sonntagmittag angekommen bin, mit Umweg über Korea, meine Fracht abgeholt habe und alles lief eigentlich sehr gut, besser als erwartet. Außer, dass es hier arschkalt war und ich mir vermutlich gleich eine schöne Erkältung eingefangen habe. Ja, die Geschichte mit dem Rücken, mein Gott, war ein bisschen nervig, ist aber inzwischen wieder halbwegs verheilt oder halbwegs in Ordnung und hat mir immerhin den ersten Besuch bei einem Chiropraktiker oder Chiropraktor, wie es auf Japanisch heißt, eingebracht. War sehr interessant, eigentlich auch sehr entspannend und hat offensichtlich auch was gebracht. Jedenfalls 2 Tage oder 1,5 Tage, nachdem der Mann mich behandelt hat, ging es mir wieder sehr gut. Ansonsten, was ist passiert? Nicht viel. Eigentlich ist sehr viel passiert, aber nichts irgendwie extrem Spektakuläres. Wir sind im Wesentlichen eingezogen in unsere neue Wohnung, die übrigens hier drüben ist. Ich werde auch mal versuchen, vielleicht einen Pfeil oder sowas einzubauen, dass man sehen kann, welches Haus es genau ist. Aber das ist unsere neue Heimat. Erstmal wahrscheinlich für längere Zeit. Sehr schönes Apartment, sehr schöne Wohnung. Möbel und alles sind auch schon dort. Das hat meine Freundin schon organisiert. Ihre Sachen haben wir schon, meine Sachen haben wir inzwischen. Das heißt, als wir eingezogen sind am Sonntag, ging es eigentlich direkt ans Kisten auspacken. Und ja, damit sind wir jetzt fast fertig, halbwegs. Aber das dauert natürlich immer ein bisschen länger, als einem lieb ist. Was haben wir noch gemacht? Wir waren einkaufen. Wir haben Fahrräder gekauft, sehr praktisch, sehr hilfreich, wenn man hier nicht in der Wildnis, aber im ländlicheren Raum des Umlandes Tokio beweglich sein will, ohne Auto. Und eine Fahrkarte in dem Sinn habe ich auch noch nicht, die werde ich ab morgen erst haben. Oder ich hoffe, dass ich sie ab morgen kriegen kann, denn dazu brauche ich meinen Studentenausweis und den bekomme ich erst morgen, weil die Uni morgen erst losgeht. Ja, Fahrräder gekauft, sehr schön, quietschgelbes, günstiges Fahrrad. Damit sind wir jetzt also halbwegs mobil und können uns hier in der Gegend bewegen, können einkaufen fahren. Heute war ich zweimal beim Home Store, also quasi so eine Art Baumarkt, verschiedene Sachen besorgt. Habe heute Lebensmittel eingekauft, da meine Freundin heute den ersten Tag wieder arbeitet. Ansonsten hatte sie sich 2 Tage freigenommen für mich oder für die Wohnung. Was noch? Wir waren bei Ikea, japanischer Ikea. Im Prinzip unspektakulär, weil er exakt genauso ist wie Ikea in jedem anderen Land. Aber ich war bisher, glaube ich, nur im Ikea in Deutschland. Also kann ich nur sagen, er ist genauso wie der Ikea in Deutschland. Was sonst? Sonst ist eigentlich noch nicht viel passiert, glaube ich. Oder sollte ich jetzt gerade irgendwas vergessen? Nö. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts wirklich Spektakuläres ein. Jetzt wird hinter mir gleich ein Zug vorbeifahren. Das ist der japanische Nahverkehr. Ja, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Ja, die Situation im Kernkraftwerk ist, soweit ich weiß, immer noch relativ unverändert. Aber hier in Japan wird darüber wesentlich unspektakulärer oder
kann man als mangelnde Informationspolitik oder fehlerhafte Informationspolitik auslegen, könnte man aber auch als einfach dem Ereignisstand angemessene Menge an Informationen bezeichnen, je nachdem, wie auch immer. Das Kernkraftwerk selber ist übrigens irgendwo da hinten in dieser Richtung, allerdings weit genug weg. Und jetzt gerade bläst der Wind auch vom Westen, also alles in Ordnung. Unser Trinkwasser hier oder unser Leitungswasser ist auch immer noch trinkbar, auch wenn wir weitgehend versuchen, natürlich abgepacktes Wasser zu trinken. Ansonsten merkt man von der Situation hier relativ wenig. Das Einzige ist vielleicht, dass viele elektrische Sachen im öffentlichen Raum derzeit nicht funktionieren. Das heißt, die meisten Rolltreppen sind zum Beispiel deaktiviert oder so elektrische Fahrwege oder in den Geschäften. Das ist vielleicht das Auffälligste in den Geschäften. Das ist eigentlich überwiegend recht dunkel, weil die Hälfte der Lampen einfach aus ist, um hier Energie zu sparen. Ja, das soll es soweit eigentlich mal gewesen sein. Ein netter Hinweis vielleicht noch oder eine nette Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, wie ich hier oben das erste Mal raufgelaufen bin. Ein Rapsfeld. Und ja, wer das Buch Die Wolke von, ich glaube Gudrun heißt sie, Gudrun Pausewang gelesen hat, der wird sich vielleicht erinnern, dass auch in diesem Buch, in dem es um einen Nuklearunfall geht, ein Rapsfeld eine große Rolle spielt. Ja, dem möchte ich jetzt keine große Bedeutung beimessen, aber ist mir gerade so eingefallen, dass ich hier raufgelaufen bin. Vielleicht, keine Ahnung, ganz netter Endpunkt für dieses erste Videoblog. Mal schauen, ob ich sowas weiterhin mache. Ist ein bisschen komisch, hier irgendwie mit sich selber zu reden, auch wenn es halbwegs geht, weil hier kein Mensch ist oder fast kein Mensch. Ich hoffe, man kann es verstehen, weil der Wind relativ stark bläst. Aber mal sehen, ob ich das weitermache. Ansonsten, gute Zeit und das war's.